Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 9. So Noch weit, geht's. so weit sind wir schon. Soweit, wirklich, also soweit sind wir schon. Und ich bin immer noch Dominik, das ist immer noch Jan. Wir sind immer noch bei One Football, wie man diesmal unschwer erkennen kann. Und wir sind normalerweise hier im privaten Raum unterwegs. Und so auch heute. Das Trikot täuscht nicht darüber hinweg. Bevor wir heute zum zweiten Mal über die Zweitliga-Trikots sprechen, ja, heute startet ja die Saison, muss Dominik hier noch das Rätsel der vergangenen Woche lösen. Lass mal hören. Jawohl, also wir hatten, ja gut, relativ easy schon mal gesagt, AC Mailand, ja, das ist jetzt an sich nicht allzu schwer. Und dann musste ich tatsächlich kurz mal überlegen, aber dann ist mir, also ich weiß es jetzt natürlich noch nicht, aber ich denke mal, also erstmal die goldenen Streifen und dann ist mir irgendwie instinktiv Nigel de Jong eingefallen. Und der hat aber beim AC Mailand gespielt und das müsste um 2013, 2014, 2015 gewesen sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht bin ich auch in einem Jahr zurück, also hinterher. Und da durfte ich ja hinter den Kulissen mal kurz drauf werfen. Es ist der Pharao. Es ist Stefan El Shaarawy, würde ich glaube ich. Mit der formschönen 92, die später dann auch nochmal für einigen Trubel bei einigen Dorfmannschaften in meiner Region sorgte. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen, also ich würde sagen, AC Mailand Heim. AC Mailand Heim und 20. Doch, nee, komm. 2013, 2014. Korrekt. Yes! Und damit soll es das auch schon gewesen sein, weil Dominik alles erzählt hat. Bevor wir zu den Leaks der Woche bzw. den Veröffentlichungen der Woche kommen, noch eine kleine Mini-Storytime zum eben gesehenen Trikot, Jan. Ja gut, ich hätte es mir sonst vielleicht für ein späteres Mal aufgehoben, aber dann sei das jetzt noch rausgehauen. Also dieses AC Milan Trikot, das hatte ich ursprünglich seinerzeit ohne Beflockung bestellt und du hast es ja gezeigt, die Rückseite zeigt El Shaarawy mit der richtigen Nummer 92. Das war halt offenbar ein Versehen damals von Subside Sports. Das war allerdings ein für mich sehr willkommenes Versehen, denn ich fand ihn ziemlich nice damals und Wer nicht? deswegen habe ich mich natürlich nicht beschwert über den Gratis-Vlog. Dickes Lob. Und vom dicken Lob zum möglicherweise schlafenden Riesen. Oh. Wir kommen zu Schalke 04. Genau, der FC Schalke zum letzten Mal mit Umbro. Wir haben es ja schon mal thematisiert, ab der nächsten Saison mit Adidas. Und trotzdem hat man so das Gefühl, dass es auch jetzt schon ein Hauch von Adidas ist, würde ich mal sagen. Denn die Seiten, die erinnern so ein bisschen an ein Trikot, was Schalke in der Saison 2008, 2009 getragen haben. Zumindest mich mit diesem weißen Balken. Finde ich grundsätzlich aber ganz nett, also dass man kein rein blaues Trikot hat, sondern da noch ein bisschen weiße Farbe mit ins Spiel bringt. Es ist aus meiner Sicht allerdings so ein bisschen schon der Versuch, Adidas zu werden. Also Umbro darf ja wie gesagt nur noch diese Saison nochmal ran, aber durch diese Optik, glaube ich, erhofft man sich vielleicht nochmal so ein bisschen höhere Trikotverkäufe, weil es eben schon nochmal an Trikots erinnert, die es schon mal gab, die wahrscheinlich besser liefen als jedes andere Trikot. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, Schalke hat irgendwann sogar eine Aktion gestartet, 2 für 1 von der letzten Saison, weil die Trikots überhaupt nicht weggingen. Und dementsprechend ist die Idee vielleicht gar nicht so blöd, dass man sagt, schaut mal, das sieht doch fast aus wie Adidas, kauft doch heute schon mal. Letztes Mal hatten wir eigentlich gesagt, dass wir uns nur den Heimtrikots widmen wollen. Jetzt müssen wir aber tatsächlich für Schalke mal eine Ausnahme machen, denn so dieses dritte Trikot ist schon irgendwie ein Eyecatcher, würde ich mal sagen. Oder um es mal mit den Worten einer Coca-Cola-Werbung zu sagen, vielleicht ist es gar nicht der FC Schalke, sondern die AS Roma. Absolut. Also farblich geht das schon sehr in die Richtung, aber jetzt, wir sind ja eine, ich würde sagen, halbseitene Expertensendung. Wir sind ja in der Welt der Trikots unterwegs und jetzt möchte man fast eher sagen, hier handelt es sich nicht um Schalke 04, sondern um den Schalker Turn- und Sportverein von 1877. Sprich, Schalke ist in diesem Fall noch gar nicht Schalke 04, denn diese Farbkombination gab es quasi bevor Schalke 04 zu Schalke 04 wurde. Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen würden, dieses Trikot erinnert aber ganz stark an den ungeliebten Nachbarn weiter im Pott. Denn diese
weinrote Kombination, die gab es auch schon mal in Dortmund zu sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen unbedingt tut. Aber ich finde, wie gesagt, man kann es ja ganz gut, wie du gesagt hast, historisch herleiten und dann als drittes Trikot ja auch nur. Jetzt haben wir eben gesagt, dass wir für Schalke eine Ausnahme machen und da müssen wir gleich die nächste Ausnahme machen, denn weiter geht's mit Düsseldorf. Das ist das Heimtrikot. Ja, es ist rot, ein bisschen weiß, es ist langweilig. Weg damit. Wir gucken auf das Auswärtstrikot und auf das dritte Trikot. Denn die beiden, genau, die sehen ein bisschen vielversprechender aus, ne? Viel besser. Also ich weiß nicht genau, woran es lag. Gut, okay, gehen wir nach dieser Richtlinie, dann sagen wir Heimtrikots meistens sehr schlicht, meistens ein hoher Wiedererkennungswert, wobei ich den jetzt gar nicht unbedingt sehen würde, ist einfach nur rot. Eben. Aber die Auswärtstrikots, die Düsseldorfer tragen werden, genauso wie das dritte Trikot, die haben wiederum, glaube ich, einen Charakter, wo man sagen könnte, Verkaufsschlager. Ganz genau, also ich finde mit dem Auswärtstrikot diese Wellenoptik ganz nett, auch der Sponsor passt super dazu. Grundsätzlich mit drei Farben, mit Weiß, Schwarz und Rot kann man nie was falsch machen. Und dann bei dem dritten Trikot so ein wildes Muster im Hintergrund, an sich ein komplett schwarzes Trikot, haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert, dass so eine Blackout-Edition ziemlich cool aussieht. Das trifft eben auch hierzu. Und dann eben so ein zackiges Muster im Hintergrund, das ist cool. Das passt irgendwie auch so zu dem, sagen wir mal, dem Verein der Toten Hosen. So, und wie kriege ich jetzt die Überleitung von Düsseldorf zu Heidenheim hin? Ich lasse es bleiben, ich gebe dir die Bühne. Ich würde sagen, es ist einfach das komplette Gegenteil. Wir waren eben bei aufregend, zumindest bei dem zweiten und bei dem dritten Trikot. Und jetzt landen wir doch bei sehr, sehr langweilig, bis es hat schon was von einem so billigen Abklatsch, ohne Heidenheim jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber mich erinnert so dieser komplette Trikotsatz, vor allem das erste und das zweite Trikot, einfach an so eine ganz billige, abgeflachte Version von den Chile-Trikots. Noch getauscht, heim und auswärts und das war's. Punkt. Gleicher Ausstatter. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch schade. Also man hätte mehr machen können. Ich meine, die Farbkombi, okay, das ist Heidenheim an sich, aber das ist ja so gar nichts. Also das sieht wirklich aus, wie es hätte auch ein Schlafanzug werden können. Schade für Hoffenheim. Schade für Heidenheim. Hoffen wir mal, dass der Heidenheimer Fußball künftig nicht zum Einschlafen ist. Stand ja doch sonst eher für ganz interessanten Fußball. Ja. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, letztes Mal haben wir uns eher im Norden der Republik bewegt. Heute geht es eher in die andere Richtung und vom Westen wandern wir jetzt weiter in den Süden. Heidenheim waren wir gerade schon und jetzt geht's nach Bayern, ne? Jawohl, jetzt geht's nach Franken und zwar zum 1. FC Nürnberg, zum Club sozusagen, wie es so schön heißt. Und die, ja, im Prinzip astreines Ding. Schön clean, das klassische Nürnberg-Rot dazu, ein leichter Hemdkragen, wie gesagt, gefällt mir persönlich immer ganz gut. Und Manu Schäffler in diesem Trikot knipsen zu sehen, wird eine wahre Freude sein. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Als Japaner habe ich natürlich auch immer unsere Freunde in Karlsruhe ganz besonders im Blick. Und deswegen soll es jetzt auch mit dem KSC weitergehen. Das Heimtrikot an sich, typisch KSC, vorrangig blau, ein bisschen weiße Akzente an den Seiten, an den Ärmeln und am Kragen. Und, aber was ganz besonders ist so dieses große Design, was vom Kragen sich nach unten wegbewegt und so eine grafische Darstellung des, ja ich sag mal, der Bezeichnung für Karlsruhe ist, nämlich Karlsruhe wird auch als Fächerstadt bezeichnet oder genannt. Und so gesehen wird da, finde ich, ganz schön so mit den Wurzeln des KSCs gespielt. Zumindest was so den Ansatz, die Idee betrifft. Die Umsetzung finde ich jetzt nicht so doll. Ich war auch nicht so ein großer Fan davon. Du hast es im Vorlauf mal erwähnt, dass es so ein bisschen an Nordmazedonien erinnert, das alte Design mit dem Sonnenschein. Deswegen die Idee finde ich gut, die Umsetzung, na, so lala. Wir kommen von dem baden-württembergischen Nordmazedonien nochmal nach Bayern, genauer gesagt nach Niederbayern, genauer gesagt nach Regensburg. Und zwar, ja, wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Mach du mal. Ist schwierig. Also tatsächlich, auf den ersten Blick war so mein Gedanke, wurde da überhaupt was geändert? Sind das nicht die gleichen Trikots wie in den letzten 10 Jahren und das nicht nur auf ein Trikot bezogen, sondern auf Heim, Auswärts und auch auf das dritte. Das dritte ist tatsächlich identisch geblieben. Das Auswärtstrikot ist in dem Design mehr oder weniger auch schon seit 3 Jahren so in Verwendung und das Heimtrikot, naja, wurde minimal geändert. Also man hat den roten Streifen aus der Mitte weggenommen, hat dafür wieder die Ärmel eingefärbt, so wie man es in den Vorjahren auch schon oft hatte. Von daher muss ich ganz ehrlich in dem Fall jetzt sagen,
Klar, es hat einen gewissen Wiedererkennungswert, aber es ist doch sehr langweilig. Immerhin muss man an der Stelle mal sagen, verbraucherfreundlich, denn man kauft eins dieser Trikots und hat, wenn die Regensburger so weitermachen, auch die nächsten 10 Jahre damit Ruhe. Zu guter Letzt haben wir für euch noch ein paar Aufnahmen aus dem Rotlichtmilieu. So könnte man zumindest meinen, ne? Ja, also der FC Ingolstadt hat sich mal überlegt, wir lassen das komplette Studiolicht weg, färben alles rot ein und präsentieren dann ein ja, rot-schwarzes Trikot, möchte ich mal sagen. Und diese Fotos machen mich absolut fertig. Also dieses ganze Ambiente ist einfach, es hat mit Sport nichts zu tun in meinen Augen. Und auch irgendwie, Ob dieses Licht womöglich über die Qualität des Trikots hinwegtäuschen soll? also dann haben sie zumindest einen sehr guten Job gemacht. Und dazu kommt dann auch noch dieser Sponsor, der mir jetzt vorher nichts gesagt hat, mich einfach nur an Broses erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, ansonsten viel kann man zu dem Trikot leider auch wirklich nicht sagen. Man kann nämlich die Hälfte einfach nicht erkennen. Damit sind wir auch schon wieder beim Full Kit Wanker angekommen. Und wir bedienen uns mal wieder bei dem hervorragenden Account, möchte ich an der Stelle mal sagen, Full Kit Ladies. So ist es. Diesmal haben wir ein Nationalmannschaftstrikot, nämlich das Japan-Trikot von 2013 bis 2015, also zur WM 2014 getragen. Und es ist absolut komplett. Also zumindest von dem, was man sieht. Hose, Trikot und Stutzen, zumindest der Anschnitt, 10 von 10. Keine Widerrede. Jetzt gerade haben wir schon Trikots von 3 aktuellen Zweitligisten zu hängen. Und Spoiler, jetzt kommt noch ein viertes dazu. So sieht das aus. Und zwar handelt es sich dieses Mal um dieses Schmuckstück hier. Und ja, wie soll ich es anders sagen? Die Story ist für Storytime absolut gemacht. Und zwar, ihr erinnert euch ja vielleicht noch Holstein Kiel, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Holstein Kiel war in der Relegation gegen den ersten FC Köln. Also wirklich, ja gut, im zweiten Spiel schon deutlich geschlagen, aber mal wieder haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt. Aber im Stadion waren Zuschauer zugelassen und erinnerten mich wieder daran, dass die Kieler dieses wunderschöne Trikot mal auf den Markt brachten. So, und da ich dann im Nachgang festgestellt habe, Holstein Kiel hat, ohne dem Verein jetzt nahtreten zu wollen, leider noch nicht die gleiche Markenpräsenz wie Borussia Dortmund und dementsprechend findet man die älteren Modelle alle noch irgendwie in irgendwelchen einschlägigen Online-Shops. Habe ich Kiel selber angeschrieben. Einfach über das Kontaktformular, habe gefragt, ja, hallo, übrigens, wir bräuchten für dieses Format und auch weil wir begeisterte Trikotsammler sind, ein Exemplar, hätten Sie noch was? Und tatsächlich einen Tag später ruft mich Holstein Kiel, also einfach so der Verein an sich, an und sagt, jo, wir hätten es noch da, wollen Sie eins? So nach dem Motto. Und natürlich sofort zugegriffen, wenn man sich hier mal genauer anschaut, ein Traum in dunkelblau, dazu diese Knopfleiste und das war eigentlich das, was mich dabei am meisten gecatcht hat. Wir hatten es schon mal in der vorherigen Folge angesprochen mit Kiel und diesen kleinen Akzenten und das ist hier auch wieder eine wunderbare Lösung gelungen, indem man einfach die Knöpfe farblich abgesetzt hat. So einfach kann es manchmal sein. Großes Dankeschön an der Stelle nochmal an Holstein Kiel selbst und ja, ich bleibe dabei, ein wunderschönes Trikot. Ein Traum in dunkelblau und nächstes Jahr sind sie dann hoffentlich dabei, wenn wir über Bundesliga-Trikot sprechen. Leaks, Full Kit Wanker, Storytime. Wir sind schon am Ende angekommen, ne? So sieht das aus. Mit dem Quiz der Woche. So sieht das aus. Mensch, was hast du mitgebracht? Ja, und zwar vergleichsweise wieder relativ simpel aus meiner Sicht und vielleicht auch relativ simpel aus eurer Sicht. Und mal wieder die Farbkombination, die ich bereits beim letzten Mal verwendet habe. Und das soll es auch gewesen sein an Tipps an der Stelle. Ja. Ja, ich glaube, der Sponsor, der verrät auch schon mal sehr viel. Das werden wir dann nochmal herausfinden. Und der Ausstatter. In der nächsten Woche. Jan ist jetzt mittlerweile schon fleißig am Raten, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten, wenn euch die Sendung gefallen hat und insbesondere die Kategorie Full Kit Wanker, dann lasst uns doch gerne ein paar Fotos, Schnappschüsse, Aufnahmen, wenn ihr Videoaufnahmen habt von irgendwelchen wilden Stadionerlebnissen, in denen ihr in kompletter Montur oder vielleicht auch nur halber Montur unterwegs wart, immer her damit. Hier ist eure Bühne, hier gehört ihr hin. Und ansonsten lasst gerne ein Like da oder ein Abo oder beides. Und ja,
dann soll es das für die Woche schon wieder gewesen sein. Bis dann. Tschüss. Bis dahin.